Hätte auch nicht gedacht, dass mir Currywurst verkaufen so einen Spaß macht. Also, es ist wirklich großartig. So, ja, das ist die Eisdiele von Freunden von mir. Eisterix hier in Neukölln. Richtig geiles Eis. Wir haben jetzt natürlich gerade Winterpause. Und die Küche haben sie mir jetzt untervermietet, dass ich da meine Soßen produzieren kann. So. So, Philo, du bleibst. Das ist die Küche. Kurz meine Jacke hier lassen. So, Digga Hund, du bleibst. Die Küche darf nämlich nicht. So, dann machen wir hier. Ja, das ist ein Trick, den mir eine hier auch von der Nachbarschaft verraten hat. Zwiebeln erstmal in heißes Wasser legen für 5 Minuten, dann lassen sie sich super leicht schälen. Wusste ich vorher auch nicht. Wie ich schon gesagt habe, ich war kein Koch und lerne gerade ganz viele kleine Tricks jeden Tag. Dann ist hier unten mein Fach, wo ich benutzen darf. Welches ich benutzen darf. Diese Waage, Löffel, erstmal. So, dann baue ich mir jetzt hier ein bisschen was auf, damit ich in Rückenhöhe arbeiten kann. So, die lassen wir jetzt ein bisschen einweichen. Waage. Mein Soßentopf. Ich auch nicht. So, dann haben wir hier erstmal Gurken. Ja, das sieht ja perfekt aus. Ja. Okay. Gut. So, dann brauchen wir Ananas.
Ananas nehmen wir aus der Dose. Ich habe es am Anfang auch mit frischer Ananas probiert, aber da die Qualität da so unstetig ist, haben wir dann einfach immer die Ananas. Und das hier ist auch tatsächlich die geilste. Wir haben es da auch mit verschiedenen Ananassorten probiert, aber die muss auf jeden Fall eine gewisse Süße und Saftigkeit haben. Ja, perfekt. Okay, dann haben wir das schon mal soweit. Jetzt können wir schon mal die Zwiebel schälen. So. Also falls nur irgendjemand gute Tricks hat für die Küche, ich bin für jeden Trick dankbar. Und da nehme ich immer Handschuhe auch, weil die Zwiebeln danach hat man immer nur rote Finger. Da ist ein Tränchen im Auge. Ich brauche gleich ein Taschentuch, ey. So. Boah. Das heiße Wasser hilft nicht gegen die... Hilft leider nicht gegen die Tränen, nee. Die Zwiebel stimmt jetzt. Jetzt machen wir uns die Zwiebeln klein. Ich hole mir gerade mal kurz unsere Handschuhe. So, und das ist jetzt das Praktische. Die können ganz grob sein, weil die jetzt ja eh später durch den Mixer kommen. So. So. Dann Zwiebeln Pop. So. Das machen wir jetzt ein bisschen nach Gefühl. So, jetzt kommt ein bisschen Essig mit rein. Ein bisschen, wie man immer sie auch ausspricht, Soße. Das können wir hier schon dazugeben. So, und jetzt meine Gewürze. Wo ich jetzt nicht verrate, was drin ist. Sorry, mein Handy klingelt gerade, da muss ich mal kurz gucken. Hi. Genau, wenn ich ein bisschen so Röstaromen kriege, finde ich ganz geil. Darf aber natürlich auch nicht zu viel.
Mikrofon nicht an, dass die nicht so laut ist. Jetzt auch kurz ein bisschen warm werden. So mein absolutes Lieblingswerkzeug. Ohne dieses Teil wüsste ich nicht, was ich tun soll. Genau dabei, wo es ins Auge gegangen ist. Oh, shit. Das sieht immer am schönsten aus. So. Das füllen wir jetzt noch um, kommt jetzt wieder in den Eimer und dann wird es rübergebracht zu Fräulein Pilz und somit wäre die Ananassoße fertig für heute. So, Judy, jetzt sind wir hier erstmal fertig. Jetzt nehmen wir die Soßen mit und dann geht es rüber zu Fräulein Pilz und dann wird erstmal aufgebaut.
So. Bretter. Bleibst. Morgen. Morgen. Flude bleibt. Upsa. Hi, ich bin Peter. Wir haben hier das Fräulein Pilz seit April übernommen. Seit dem 7.7. haben wir offen. Und ja, verkaufen hier Currywurst Pommes, macht richtig Spaß, ist ein ganz neues Projekt. Wir sind eigentlich von da drüben von der Lindemann, also ich bin hier schon seit 8 Jahren am Richardplatz, aber mittlerweile jetzt seit 3 Monaten hier drüben und genau, das ist unser Herzensstück hier. Was ist das hier für ein historischer Hintergrund? Also das Ding ist 1910 gebaut worden und es gab 3 Stück in Berlin. Davon eins stand zum Beispiel auch am Hermannplatz, aber das wird abgerissen. Und das ist von dem gleichen Architekten, der auch das Stadtbad Neukölln gemacht hat. Und am Anfang war es eine Trinkhalle. Und dann wurde es irgendwann zum Zeitungskiosk und damals war es weiß unten und rot oben mit weißen Punkten, deswegen heißt es auch Pilz, als es noch das Kiosk war und dann irgendwann wurde es zur Currywurstbude. Und bin jetzt der 3. Currywurstverkäufer sozusagen, der jetzt hier drin ist. Nicht schön, wie brav man hinter drüben sitzt und wartet. Kannst du eigentlich helfen? Jetzt kommt nicht der Scheißpart. Das Ganze schleppen.
So, Aufbau jetzt erstmal erledigt. Jetzt geht's weiter. Aufmarsch. Abmarsch, Aufmarsch. Los geht's. Und warum läuft der ohne Hundeleine rum? So, ja, das liegt daran, weil in Berlin noch die Regelung gilt, Hunde, die vor dem 22. Juli 2016 geboren sind, Bestandsschutz haben. Und diese Hunde dürfen ohne Leine laufen. Deswegen darf er das, ist alles legal. Genau. Und er ist am 23. März geboren. Von daher ist das überhaupt kein Thema. Auf Anhieb. Wie bist du darauf gekommen, hier einen Imbiss zu eröffnen? Ach, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Also ich hatte eigentlich vor, hier so ein bisschen Weinchen und Shishi anzubieten und sonst was. Und dann habe ich angefangen hier zu renovieren und es hat lange gedauert mit der Renovierung, haben schon 3 Monate gebraucht. Und jeden Tag kamen hier so viele Leute vorbei, die immer gesagt haben, so, ja, gibt's wieder Currywurst, gibt's wieder Pommes? Und am Anfang hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil ich dachte so, mit dem ganzen Fett und so, das ist irgendwie gar nicht meins. Ich komme ja eigentlich aus der Cocktail-Richtung. Und dann habe ich ja irgendwann gedacht, okay, wenn jeder nach der Currywurst Pommes fragt, dann gucken wir mal. Und dann habe ich angefangen zu schauen, wo gibt's denn in Neukölln hier noch gute Currywurst? Es gibt auf jeden Fall ein paar Läden, aber kaum noch. Und dann habe ich angefangen, Soßen zu kochen und Würste zu probieren und Pommes zu testen und so weiter. Und ja, jetzt verkaufen wir Currywurst und Pommes. Und das war die beste Idee. Also das war wirklich gut, dass ich da auf die Leute gehört habe, weil das ist einfach, ja, das läuft richtig gut, macht richtig Spaß. Also hast du da dann doch Lust dran gefunden? Total, ich bin mittlerweile, ich feiere das total. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so einen Spaß habe am Arbeiten. Also das hat so ein bisschen, ich habe gerade letztens erzählt, das ist so ein bisschen wie damals so die Clubarbeit. Man hat so kurze Interaktionen, ist nicht wie an der Bar, wo man halt irgendwie 2-3 Stunden mit Leuten zusammen ist, sondern man hat so 30, 40, 50 Sekunden mit irgendjemandem und es macht gerade richtig Freude. Das ist richtig gut. Heizen wir erstmal die Beng Marie. Kartenlesegerät, ganz wichtig mittlerweile. Das ist echt krass, wie viele Leute mittlerweile mit Karte zahlen. So. Morgen. So, unsere Ananassoße. Zumindest gegen Ende der Schicht. So. So, unsere Birnen und klassische Soße. Die Soßen sind alle selbst gekocht, wie ihr gesehen habt. So, dann haben wir noch das Neueste, was wir jetzt haben, ist unsere Pfälzer Bratwurst mit Sauerkraut und Sauerkraut ist auch selbst gemacht. Genau, Sauerkraut, Röstzwiebeln und Senf. Richtig geile Mischung. Und ich als Pelzer Bu feiere es so richtig. Weil das wirklich, ja, das ist einfach eins meiner Lieblingsessen. Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bratwurst. Kartoffelbrei haben wir jetzt hier nicht dabei. Aber zumindest gibt es die Pfälzer Bratwurst mit Sauerkraut, Senf und Röstzwiebeln. Hammermischung auf jeden Fall. So. Und wird das ganz gut angenommen, die Pfälzer Bratwurst? Ja, mega. Also das ist echt krass. Also mittlerweile kommen Leute, die essen 2 Stück auf einmal, also nebeneinander, wo ich mir denke, so, wow, wie kriegt ihr das rein? Aber das geht auf jeden Fall richtig gut. So, unser Ketchup und Mayonnaise haben
wir mittlerweile in Großbehältern. Am Anfang habe ich das noch mit so kleinen Plastikflaschen immer drüber gemacht. Es war irgendwann so viel Stress, dass ich gesagt habe, so komm, es ist mir egal, wir sourcen das jetzt auch raus. Die Leute können es jetzt einfach selber nehmen, das ist so viel praktischer. Löffel. So. Unsere Mayonnaise ist vegan, weil wir mittlerweile so viele Veganer auch haben. Und schmeckt super lecker. Also ich bin echt überrascht. Die vegane Mayonnaise finde ich fast leckerer als die normale. Da werden sich jetzt die Geister natürlich wieder scheiden, weil die Leute Mayonnaise lieben. So. So, Ananassoße, klassisch Sauerkraut und gleich holen wir noch Zwiebelchutney. Das ist nämlich auch noch was auf die Pfälzer Bratwurst drauf kommt. Pfälzer Bratwurst und Zwiebelchutney, auch hausgemacht, richtig geil. So, man folge mir. Ich finde der Hund immer am dösten, wenn ich mit der Wurst vorbeilaufe. Nee? Das riecht so gut. Okay. Crazy. Das haben wir vergessen. So, und das ist noch unser selbstgemachtes Zwiebelchutney. Das auch noch auf die Bratwurst mit drauf kommt. Auch richtig geil. Das machen wir gleich mal raus, wenn ich die Packung hole. So, jetzt muss ich kurz aus dem Bus nochmal Würze holen.
Ja, aber hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Na, Schnuppi? Schleichen um die Ecke. Ja? Na? Alles gut? Ich komme später vorbei, ne? Ja. Ah, da kommt jetzt auch der Fahrer. Sehr gut. Ich bin ja jetzt momentan sehr auf dem Stand. Sehr schön. Ich dir helfen? Ich will noch ein bisschen was anderes. Hier klaue ich mir schon mal ein, ja, dass ich schon mal fertig machen kann. Ich nehme jetzt einfach mal eine Kiste schon weg und den Rest machen wir dann runter in. Okay. Peter, vor die Luke oder nach unten? Vor die Luke, ich komme dann gleich. Na. Nachher. Ja. Perfekt. Das war's. Danke dir. Okay. Das Soßenrezept, da werden wir euch ein bisschen zeigen, wie wir die Soßen machen, aber das bleibt natürlich geheim, was da genau drin ist, weil wir haben da so lange dran rumgebastelt. Also insgesamt, ich glaube, 25 verschiedene Soßen gekocht, bis die Finale dann stand. Ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung von Soßenkochen, war meine allererste Currysoße und habe dann überall Soßen probiert und Bücher gelesen und so weiter. Und irgendwann, nachdem ich schon fast aufgegeben hätte, weil ich dachte, ich finde keine geile Soße mehr, ich kaufe jetzt fertig in Eimern, kam irgendwie, als wäre es ein Geschenk, eine Idee, und das habe ich mit reingemacht und seitdem ist die Soße aber der Knaller, finde ich zumindest. So, das sind unsere kleinen Schälchen für extra Mayo und Ketchup. So, dann müssen wir noch, ganz wichtig, für unsere Kids gibt es auch Süßigkeiten, einmal in Pilzform, einmal vegan. Mittlerweile wirklich ganz viel auch vegan geht und vor allen Dingen, dass es nicht halal ist. Weil wir natürlich auch ganz viele muslimische Kids hier haben, gibt es auf jeden Fall jetzt vegane und welche, die halt Gelatine enthalten.
Na, tatsächlich hat meine Freundin die gefunden, hier diese Pilze, und hat die dann hierher gebracht. Und ich war am Anfang so, hä, wozu? Aber das ist einfach für die Kids halt einfach geil. Die dürfen nach dem Essen immer sich eins rausholen. Und mittlerweile, weil nebendran die Schule ja auch ist, haben schon einige Kinder rausgekriegt, dass man hier auch Süßigkeiten bekommt. Also kommt dann nach der Schule immer so die ganze Gang und holt sich dann jeweils immer eine Süßigkeit ab. Und die Erwachsenen auch. So. Zangen noch drauf. Wünsch was, ja? Ey. Ciao, ciao. Ciao. Ebenso, danke sehr. Der hat dich jetzt gerettet. Ja, definitiv. Ich war gestern mal hier Rixdorfer Flohmarkt, Entschuldigung, ich kaufe gerade mein Gummibärchen. Rixdorfer Flohmarkt, und ich war mein erstes Mal hier mit der Bude und dem Ding. Und ich war schon gut vorbereitet und dachte, okay, alles easy. Aber um 17 Uhr waren wir ausverkauft. Also, die war eine Schlange von, ich weiß gar nicht, 20 Meter. Und es ging in einem fort. Gerade eben der blonde Herr, mit dem ich mich unterhalten habe, so Ben, der hat zum Glück geholfen, sonst wäre ich gestern klanglos untergegangen. Er hat dann immer wieder Pommes nachgeholt und Sachen gemacht, aber war auf jeden Fall ein super Abend. So, ja, langsam müssen wir uns doch ein bisschen beeilen. Jetzt heizen wir als erstes die Platten vor. Das dauert mich immer am längsten, bis die heiß ist. So, Fritteuse auf volle Pulle. Ich mit dem Messer schon. So, unsere drei verschiedenfarbigen Messer. Und zwar ist rot für Schwein, genauso sind die Bretter unterteilt. Grün ist für vegan und gelb ist für unsere Puten-Rind-Currywurst. Würste ich in den 3 Monaten jetzt schon hier gerollt habe. Spaß ist anders, aber gehört dazu, und vor allen Dingen macht es totalen Sinn, die vorher anzucutten. Jetzt dauert es natürlich ewig, bis die heiß werden. Alles so Sachen, die ich dann so nach und nach erst gelernt habe, das hat mir ja keiner beigebracht. Also ich habe ja wirklich alles so bei Learning by Doing gemacht. Also wenn ich so dran denke, wie ich hier angefangen habe, das war alles noch ein bisschen komplizierter. Alles gut? Ja, ich befehle was gerade ein, dass ich deine leeren Taschen vergessen habe. Mensch. Das nächste Mal. Schönen Tag, mein Lieber. So, und das sind unsere veganen. Hätte nicht gedacht, dass wir so viele vegane Würste verkaufen. Aber das ist echt krass. Die sind echt total beliebt. Ja, Basis sind die? Die sind auf Weizenbasis, und ja, am Anfang habe ich keine gefunden, dann irgendwann habe ich dann eine endlich gehabt, und wie gesagt, das ist der zweitbeste Verkaufsposten von nach der normalen. Also meist verkaufe ich mit Darm, dann kommt vegan, dann kommt Bratwurst und dann kommt lang nix und dann kommt ohne Darm.
Das ist ja das, was unsere Currywurst auch ein bisschen besonders macht. Wir machen auf jede Wurst noch ein bisschen Gürkchen mit drauf. Ich habe am Anfang gedacht, ich finde eine Currywurst an sich mit Pommes und roter Soße sieht einfach so ein bisschen lame aus. Deswegen dachte ich, wie kann man das Ganze noch ein bisschen aufpimpen und da auch Gurke in unserer Soße drin ist, kommt immer noch auf jede Currywurst ein klein bisschen Gürkchen mit drauf. So. Deckel. Die kommt da rein. Weißt du was? Eimer um Eimer um Eimer. Okay. Okay, ich glaube, jetzt sind wir gleich startbereit. Servierten. Und den hier hat mein Cousin mir gedrechselt zur Eröffnung. Mein Lieblingspilz. Glücksbringer? Mein Glücksbringer, genau. Der Glücksbringer ist der hier. Der gute Dijon-Senf. Aber zu der Pfälzer Bratwurst braucht es aber auch einen geilen Senf. Also, das ist natürlich auch alles mit etwas günstigeren Varianten machen, aber ich finde, das ist einfach so viel leckerer. Also du achtest schon auf Qualität? Auf jeden Fall. Also das habe ich, ich weiß, als ich meine erste Ananassoße gekocht habe, die war mega geil. Und dann habe ich mir so eine Großdose Ananas gekauft, aber günstig. Und habe die Soße gemacht und es war hier, wieso schmeckten die so anders? Und ich bin nicht drauf gekommen, bis mir irgendwann aufgefallen ist, ja, die Ananas war einfach nicht geil genug. Und dann konnte ich eine ganze Marge wegkippen und nochmal neu kochen mit richtig guter Ananas. Also da achten wir wirklich drauf, dass es wirklich gute Sachen sind, die wir benutzen. So. So, die müssen wir kurz zählen. So, fertig. Jetzt kann es losgehen. Okay,
Okay, also du hast jetzt momentan noch Ananas. einen Rest Ananas-Soße Genau. und das ist für den Sommer gedacht? Genau, die Ananassoße ist, also eigentlich haben wir noch gar nichts gedacht. Das war mit der Ananassoße war es so, ich hatte eine Mangosoße gekocht und habe das 2 gute Freunde, mit denen, der eine ist Metzger, mit dem haben wir die ganzen Würste durchprobiert und der andere ist ein absoluter Currywurst-Fanatiker, der liebe Sven. Und dann haben wir die Mangosoße probiert und dann meinte Alex so, oh, Mango kennt man doch schon, probiert doch mal mit Ananas. Und dann habe ich Ananassoße gekocht und die war auf Anhieb, also wirklich der erste Versuch war schon so mega, dass wir die gemacht haben und ging ja dann auch ganz schön durch die Medien, also wir waren auch in einschlägigen Zeitungen drin, da Currywurst Hawaii, darf man das so ungefähr. Kommt da tatsächlich richtig gut an und je mehr, also Good Press ist, wie sagt man, Bad Press ist Good Press. Genau, und dann haben wir die jetzt gemacht aber jetzt haben wir die 3 Monate drin und jetzt wollte ich irgendwas für den Herbst machen, deswegen gibt es jetzt ab jetzt dann Birne als nächstes. Das ist, genau, das wird jetzt die neue Soße, wird jetzt, keine Ahnung, wird es wahrscheinlich heißen Currywurst Helene oder so, keine Ahnung, mal gucken. Das können wir uns noch überlegen. Und soll die dann dauerhaft bleiben? Oder? Nee, die bleibt dann jetzt für die Herbstmonate und im Winter will ich gucken, dass wir irgendwas mit Zwetschge Zimt machen oder Kirsche Ingwer, habe ich mir überlegt. Mal gucken, das ist aber noch alles so ein bisschen, das wird jetzt die nächsten 3 Monate machen wir erstmal die Birnensoße und dann machen wir so einen Wechsel einfach. Das ist Woher kommt das? Also hast du irgendwie Gastronomie-Erfahrung? Also Gastronomie mache ich schon ewig. Ich habe mit 14 angefangen zu kellnern, das ist dann noch Kinderarbeit wahrscheinlich, aber tagsüber natürlich nur, in der Pfalz noch damals und dann habe ich immer auch während meines Studiums und so immer in Gastronomie gearbeitet, wirklich von Sterneküche über Clubarbeit, Restaurants, Bars, also wirklich ziemlich alles, aber nie in der Küche selber. Also ich habe eigentlich nur immer Cocktails gemacht, deswegen ja auch Herr Lindemann gegenüber, wo wir Cocktails machen und aber Cocktails kreieren und Küche ist ja irgendwo dann noch ähnlich, also vom Geschmack her, aber so selber Küche habe ich vorher gar keine Erfahrung gehabt. Das war wirklich alles Learning by Doing jetzt. Ne? Also, und hätte auch nicht gedacht, dass mir Currywurst verkaufen so einen Spaß macht. Also es ist wirklich großartig. Wie ist es? Gut. Wetter ist herrlich. Was willst du mehr? Hast du schon geguckt wegen den Rezepten? Naja, Rezept. Die Rezept weißt du aber was. Musiker. Genau, Monika hat nämlich hier früher gearbeitet, beim Vorbesitzer und wir wollen bald Kartoffelsuppe von Monika anbieten. Und dann gibt es hier eine große Menge Kartoffelsuppe, die wir gerade jetzt zusammen planen. Naja, ich habe jetzt mal privat von mir genommen. Ja. Also aus meinem Top kommen dann immer so 4 bis 5 Portionen raus. Ja, und wir gucken das irgendwie so Da nehme ich einmal Suppengrün für. Ja. So, nun müssen wir uns ja ausrechnen, was wir denn für 100 brauchen. Ja, das kriegen wir hin. Du schickst mir einfach für ein Rezept und dann werden wir mal den ganzen Tag Kartoffelsuppe kochen. Sehr schön. Willst du was essen, Monika? Nee, Schätzelein. Und Sie haben früher hier gearbeitet? Ja, bei denen, bevor Peter hier reinkam. Ach, lange. Ich glaube, ja, so 2, 3 Jahre war das doch schon. Wenn nicht so ja noch länger, ich weiß das nicht mehr. Das war jedenfalls vor meiner Rentenzeit, sagen wir mal so. Und Monika macht eine phänomenale Kartoffelsuppe. Und genau, die wollen wir jetzt so in Revival hier nochmal anbieten. Ja, ja. Und dann werden Monika und ich hier schön zusammen den ganzen Tag verbringen, wa? Dass das alles ordentlicher ist und alles schmeckt. Ist ja wichtig. Ja. Hat sich schon sehr viel geändert. Stimmt schon. War das schon immer ein Imbiss eigentlich? Nee, also früher war es erstmal ein Kiosk, aber wahrscheinlich kann dir das Monika viel besser erzählen. Ja, war früher mal ein Kiosk. Okay. Und der Imbiss, der dann hier eröffnet wurde, der hatte da drüben auf der Ecke so einen Wagen gehabt. Also, ja. Und als das Ding dann frei wurde hier, wo die alte Dame dann nicht mehr konnte, hat der das dann übernommen. Und dann, das war Eckhard, ne? Das war Eckhard und Ingrid. Das war bombastisch, wie der das hier geschmissen hat. Ja, und danach kam Mirko dann, genau. Ja. Das war dann der zweite Besitzer und von Mirko habe ich es dann übernommen. Genau, der hat es auch 18 Jahre lang gemacht und dann habe ich das jetzt seit April. Das haben wir noch vergessen. Kriegst du für den Kreislauf. Danke.
los. Einen schönen guten Tag. Moin. Moin. Ich hätte gern eine Currywurst mit dieser Ananassoße. Alles klar, kriegst du. Ohne Pommes? So. Gönn ich dir von Herzen. So, mein Lieber. Guten Appetit. Wie ist denn da vorne? Lass es schwingen. Sind Sie öfter hier? Das zweite Mal tatsächlich. Okay. Und das zweite Mal, weil Ihnen das geschmeckt hat? Ja, die Ananassoße ist einfach geil. Genau. Deswegen bin ich hier. Ja, ist schon ungewöhnlich, ne? Ja. Aber die Süße passt einfach perfekt zu der Currysoße, zu der Wurst. Das macht schon Spaß. Ja, super. Ja, dann guten Appetit. Dankeschön. Nur so für. Nee, aber nicht so ich persönlich. Ich bin das zweite Mal hier. Ja. Hi, Peter. Erik, freut mich. Grüß dich. Wie ist, was war die Connection, oder? Du, ich bin das zweite Mal hier Ja. und genau Du bist jetzt. Koch, ne? Ich Hast du bin, gesagt. ich bin Koch, ja. Okay. Genau. Okay. Und schmeckt dir? Das schmeckt mir richtig gut. Geil. Auf jeden Fall. Ich würde auch gleich gerne noch mal eine nehmen, weil Ja. der Magen ist noch nicht gesättigt. Ja, dann kriegst du gerne, kriegst du eine. Willst du nochmal die Ananassoße oder die andere? Ja, bitte. So, mein Lieber. So, bezahlen tue ich gleich, vielen Dank. Alles klar. Mach ich das Menü, ja? Dann oder willst du eine kleine haben? Dann sind 6 Euro. Warte, muss ich das mal kurz zurückmachen? Das ist Currywurst. Nein. Dann 6 Euro bitte. Und 4 Retour. Merci. Das ist weg, das kommt rein. So, mal immer noch ein bisschen Gürkchen hier drauf, wie wir schon erzählt haben. So, mein Lieber, einmal für dich. Danke dir sehr. Darm ohne Pommes. Und einfach einzeln, ja? Einfach nur 3 Euro bitte. Auch Currywurst? Ohne Pommes mit Brötchen. Mit Brötchen, alles klar. Jetzt halt aber alle einzeln, ne? Ja. Okay, dann kriegst du bei dir bitte 6,20 Barkarte. Ich war. Was ist denn besser für dich? Lieber Bar, dann, Ja, dann machen wir muss ich Bar. es an die Kartenfirma abgeben. Sehr gut. So, mein Lieber, einmal. Sagst du auch noch einen Namen bitte? Nick. So, und du wolltest eine mit Brötchen, ja? Ja, bitte. Barkarte. Karte. Wenn es 3,50 und hier kannst du zusammen auf. Prima. Danke. Bin sofort bei dir. Ja, Moment. Soll ich sie auf einen Teller machen oder auf 2? So, Alex, dann bist du der Erste. So, einmal ohne alles, ne? Ja, das ist genau das Alex, aber er ist gerade auf Toilette. Kriegt Alex eine Frische, wenn er wieder da ist. Ah ja. So, danke. Ich weiß, das schmeckt
einmal mit Pommes. Ja. Mit ohne Darm oder mit Darm? Mit Darm? Und mit Brötchen. Und Brötchen, alles klar. Brötchen auch ein bisschen warm. So. So, Oleg. Dankeschön. Bitteschön, lasst euch schmecken, ja? Seid ihr öfter hier oder das erste Mal? Ich bin öfter hier, ja. Ja. Ich erst gerade. Warum? Ich arbeite hier in der Area und ich gehe hin, weil es einfach super so lokal ist, ganz süß hier. Essen ist draußen, hier auf dem Platz, das Essen ist super. Ja, genau. Bisschen deutsches Essen wieder auf die Straßen bringen. Ne? Richtig, genau. Ja, wir haben einen finnischen Freund hier dabei und Marc Spanier. Spanier. Und wir zeigen gerade so ein bisschen Berlin und coole Berliner Ecken. Genau. Genau. Ja. Da kann man Currywurst ja nicht missen. Ja, dann ist es ein perfekter Ort. Ja. Bei dem Wetter zeigt sich Berlin von seiner besten Seite. Aber gerne Currywurst mit Pommes. Gerne. 6,20 Bar mit Karte. Paar. Serena? Surina. Kann ich jetzt natürlich Currywurst für 7 €. Mit Pommes auch alles. Nein! Nur die Currywurst. Nur die Currywurst. Ne, hier kriegst du 6,20 beides. Pommes bitte. Zahlt ihr zusammen oder? Ja. Curry mit Pommes und für dich? Auch Currywurst Pommes? Bar oder Karte? Danke dir. Nee, Kaffee habe ich leider keinen. Sagt mir noch einen Namen, dann rufe ich euch, wenn es fertig ist. Wir sehen hier Mario. Mario. Ja, ich mach's trotzdem immer, weil ihr seid immer, einmal wer hat die Currywurst mit Darm und dann kommen immer 3. Deswegen. So, laut Gefühl hole ich jetzt gleich mal nach, weil jetzt ist es gleich drauf. Ich bin sofort bei dir. So, Sorina. Sorina. Et voilà. Lass dir schmecken. Die Ananassoße. Ah, das ist jetzt zu spät. Achso, muss man vorher sagen. Ich mach dir noch ein bisschen was in extra Schale rein, okay? Okay, ja, danke. Aber dann kannst du zumindest hier probieren. So, gerne. So, jetzt die Vegane. Bin sofort da, ja? So, zweimal vegan? Ja. Lass dir schmecken, ja? Guten. So, jetzt der nächste bitte. Einmal Currywurst, Pommes mit der Ananassoße.
Und den Namen noch bitte? Manuela. Manuela. Das ist weg. Okay. Hi. Tut mir leid. So, Mario. So, Mario kriegt auch noch ein paar extra Pommes. Gehen aufs Haus. Ich hätte gerne Currywurst mit Darm, Ja. Pommes frites mit Ja. Mayonnaise. Mayonnaise, Ketchup machst du selbst. Ah, okay. 6,20 € bitte. Mit der Karte. Vanessa, alles klar. Bis wir unten. Genau, aber Dann oben genau. So, und wenn es nicht geht, dann kann man es auch reinschieben vorne. genau. Ja, hat geklappt. Sehr gut. Schlecht zu erhalten, leider. Aber hat hingehauen. Einmal mit Ananas. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Das macht ja gut. Aber Baustelle geht noch ein halbes Jahr. Wir kommen noch ein paar Mal. Sehr lecker. Dann guten Appetit. Danke, vielen Dank. Ohrwurm. So, Sven. Sven, da bist du. Hervorragend. Hast du Hunger? Dann kriegst du richtig viel Pommes, mein Lieber. Lass dir schmecken. Mayo ist auch vegan, ne? Ja, super, danke, danke. Vielen Lass Dank. dir schmecken, mein Lieber. Ciao, ciao. Grüß, mein Lieber. Die gibt's leider heute nicht. Die, ja. Ich habe was Neues mit Senf, Sauerkraut und Röstzwiebeln. Das ist der Knaller. Trust me. Currywurst und Pommes, ja? Und die neue. Du wirst sie lieben, ich schwöre. Karte, ne? Alles klar. So, das ist unsere Pfälzer Bratwurst. Brötchen wärmen wir noch ein bisschen auf hier neben. Schön warm. Bitte. Gerne. Markhalle. So. So, Alex. Einmal. Perfekt, ich danke dir. Lass dich schmecken. Danke. So, wo ist... Ah, fertig. Die erste Runde. So, dann hier schon mal die Currywurst und die Bratwurst dauert noch einen ganz kleinen Moment, ja?
Ups, da ging die Hälfte daneben. So. Perfektes Timing. Genau richtig. Danke dir. Okay, voilà, lass dich schmecken. Seid ihr öfter hier? Ja, tatsächlich. Ja. Wie kommt es? Also ich wohne hier gleich um die Ecke. Ah, okay. Deswegen Ja. komme ich oft zur Mittagsvorsehung. Okay. Und auch wegen der Qualität? Wegen der oder? Qualität, ja. Also ich finde die selbstgemachte Soße sehr gut. Und ja, ist nettes Ambiente. Und wie schmeckt Bratwurst mit Sauerkraut? Sehr gut. Sehr gut, super, danke dir. Danke. Was sagen denn die Berliner dazu? Also bis jetzt kommt es mir ja gut an. Tatsächlich kommen auch immer wieder Pfälzer her, die extra wegen der Bratwurst jetzt kommen. Genau, das ist ja so mein Kindheitsessen, mein Soulfood irgendwie. Das gab es schon früher immer als Kind mit Papa. Sind wir immer Bratwurst essen gegangen. Und ja, ich komme aus der Pfalz, also ich kann auch Pelzeschritte. Genau, und die hole ich immer von der Metzgerei Hambel. Da hat auch der Helmut Kohl immer seinen Saumagen gegessen. Und die machen aber die geilsten Bratwürste. Und meine Mama bringt mir die dann immer her. Oder sie werden halt geliefert, je nachdem. Aber Mama kommt öfters zum Besuch und bringt dann immer 1000 Bratwürste mit. Und die Berliner, nehmen die das auch an? Ja, voll, auf jeden Fall. Also wirklich, ist halt eine sehr, sehr grobe Bratwurst mit keinen Gewürzen. Die Thüringer ist ja ganz fein, mit so ganz viel Zeug drin. Und darauf, also mag ich persönlich jetzt nicht so, aber das ist ja Geschmackssache. Und ich finde es halt so geil, die hat so einen fleischigen Bratwurstgeschmack. Und das ist einfach, ja, die mit unserem selbstgemachten Zwiebelchutney oder Sauerkraut ist wirklich der Knaller. Kannst du wieder meine probieren. Hi. Was soll das bei dir sein? Ich hätte gerne Pfälzer Bratwurst mit dem Sauerkraut. Sehr gute Wahl. Hast du gerade gelesen oder schon mal probiert? Ich hatte die schon mal mit dem Zwiebelchutney. Okay. Ja, das ist jetzt neu und ich finde es mega. Ich feiere es total gerade. Willst du bar damit Karte zahlen? Dann sagst du nochmal nach. Ja. Hi. Was das sein? Sehr gerne. Bar der Karte? Bar gerne. Und der ist bitte 5,50 €. Nochmal extra dazu? Ist im Brötchen drin. Ja, ist im Brötchen drin. Hätte mich jetzt auch gewundert, was du mit 2 wollen. Gut, sagen Sie noch einen Namen, dauert einen Moment. Ja, Bering. Hi. Ach Mensch, Paule. Einmal Curry mit Pommes bitte. Sehr gerne. Grüß dich, wie geht's dir, mein Lieber? Gut, wir sind gerade Dreharbeiten. Ach, bei euch? Ja. Was wird gedreht? Letzte Ausfahrt Glück. Ja, geil. Oh, mega. Oh, wie schön. Wie viele Tage? Mittwoch bauen die wieder ab. Okay. Also drehen tun sie heute und morgen. Ach, ist doch mega. 6,20. Danke, mein Lieber. Danke. Tag jetzt frei. Ja, naja. Ich hab das Machst du auf? Okay. Aber letzte Auswahl Glück, ist es so ein Spielfilm oder? Ja, das ist so eine Filmserie irgendwie. Okay. Und die heiraten bei dir oder? Oh, wir haben eine Barszene gespielt in Eisenach. Oh, mega. Außer, dass es keine Parkplätze mehr gibt. Ja. So. Hier so ein Ding produzieren lassen, aber immer so ein Pilz. Pilzmuster, ja, stimmt. Gestern war vorbei und dann waren hier irgendwie 100 Leute rumgefahren. Ey, die Schlange die hat kein Ende genommen. Ich war um 18 Uhr war ich ausverkauft, war echt super krass. So, bitteschön.
Noch eine, oder? Salz. Hunger? Lass dir schmecken, mein Lieber. Ja? Schönen Tag dir erstmal. Ja, voll weiterhin. Dankeschön. Morgen. Gib mir mal gerne Feedback, wie es dir geschmeckt hat, weil es noch neu ist, deswegen ist es großartig. Vielen Dank. Gerne. Die braucht man ein wenig. Ja, ist echt krass. Das ist vor allem der Kiez, der herkommt. Ne? Also das ist wirklich so schön, dass man hier einfach so... Also ich habe auch so viele neue Leute kennengelernt dadurch. Davor durch die Bar, das hat halt ein sehr homogenes Publikum. Und jetzt hier kommt halt alles her. Der Bauarbeiter, die Oma, das sind alles, das sind ganz viele Menschen. Hi, grüß dich. 3 Euro bitte. Danke dir. Kannst du was mitnehmen? Ja. Die waren noch über. So, mein Lieber. Lass dir schmecken, ja? Tag dir noch. Dir auch. Ciao. So. Ja, sieht gut aus. Ja. Mit Senf war das, ne? Ja. Ja. Dann guten Appetit, ja? Lassen Sie schmecken. Du hattest vorhin mal gesagt, das ist wie so ein kleines Dorf hier. Ja. Und wieso ist das hier so? Na, ganz viele Menschen leben hier schon richtig lange und es ist einfach, ja, wie der Name schon sagt, Rixdorf. Also es ist wirklich so ein ganz kleiner Bereich und man lernt sich hier echt schnell kennen. Also das ist wirklich ist krass, wie viele Leute sich hier, also es ist wirklich familiär alles so. Das ist nicht so wie Berlin sonst so ist, ne? Es ist ja relativ anonym überall, aber hier kennt wirklich jeder jeden. Also das ist wirklich schon beeindruckend. Und hilft ja auch jeder, ne? Also als ich hier aufgemacht habe, waren so viele Leute aus der Nachbarschaft, die mir beim Putzen geholfen haben und mal streichen und so. Also das war wirklich, das war echt toll. Also, wow. Das ist echt großartig. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Also wirklich Nachbarschaftshilfe noch hier. Das ist echt toll. Super. Und wie lange bist du jetzt schon hier? Also ich habe in der Richardstraße schon gelebt vor 20 Jahren. Da hatte ich hier noch eine Wohnung, da hat so nichts gekostet. Da wollten mich Leute nachts nicht besuchen kommen, weil sie alle Angst hatten, weil es hier so gefährlich war angeblich. Hat man gar nicht so mitbekommen. Ah, da kommt Kai. Dann bin ich weggezogen in die Weichselstraße. Und jetzt den Laden hier habe ich seit 8 Jahren, den Herr Lindemann. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, seit 3 Monaten. Grüß dich. Alles gut? Ja, muss. Muss? Sehr schön. Grüß dich. So, die Vegane. Et voilà. Dankeschön. Ups, kriegst du auch noch? Ja, kann er was mit Mayo haben? Ja, kannst du den drüben selber nehmen, das ist auch vegan, das ist ne? perfekt, Dankeschön. Gerne. Was?
Okay, zweimal Ach, tut mir leid, den habe ich heute nicht, diesen Barbier. hast du den Currywurst? Currywurst habe ich da, ja. Vegan? Okay, dann Zeig. vegan oder? Ben normal istiyorum. Dann ein normal, ein vegan Currywurst und ein Pommes. Einmal Pommes? Ein Pommes. Ja? Okay. Buraya bırak şundan. Bu da güzelmiş aslında. Anlat bakayım. Und der Pommes klein oder groß? Groß habe ich jetzt. Ich habe es im Menü gemacht, dann ist günstiger, ne? So, dreimal Currywurst. Nee, noch nicht. Jetzt noch die anderen. Die eure kommen gleich. Fertig. Ist schön. Sehr gerne. Hey. Alles gut? Zwei Currywürste? Bernhard ist jetzt gleich da. Der kommt auch regelmäßig und der hat seine persönliche Gabel, weil der nicht sogar mit Holz gepiekert ist. Guck, da nimmt er sich schon. Bernhards persönliche Gabel. ist der dritte Eigentümer schon. Bei dem Sie sind? Ja. Und wie lange? Ich wohne fast 38 Jahre hier. Ja. Früher war hier ein Zeitungsladen drin. Ja. Und danach kam dann die Curry-Imbiss. Der war etliche Jahre hier. Der andere war 17 Jahre hier und ist jetzt der neue Inhaber, Herr Lindemann. Ja, sehr schön, wunderbar, schmeckt alles, kann man nicht meckern. Sehr schön. Bernhard, willst du auch eine Cola? Eine Cola? Willst du Cola? Herzlichen Dank, ja. Wunderbar, danke sehr, hervorragend. Sieht ja wieder gut aus. Immer eine doppelte? Ja. Eine doppelte und eine Cola. Danke sehr, ja, danke. Schmecken Sie denn einen Unterschied zwischen den anderen Besitzern? Die Vorgänger? Ja, ein Unterschied ist schon da. Aber im Allgemeinen schmecken sie sehr gut. Da kann man nicht meckern. Hat jeder so seine eigene Rezeptur? So sieht es aus, ja, ja. So, Jolanda. Oh, wenn du mir darauf Feedback geben könntest, weil ich die jetzt neu im Sortiment habe. Okay. Wie es schmeckt. Ja. So, und dann noch einmal die vegane. Ja. Und? Wie schmeckt? Schmeckt gut. Schmeckt wunderbar. Ja. Darf ich kurz fragen, wie die Wurst geschmeckt hat mit Sauerkraut? Und Ding? Gut, Ja, ja, okay, am geil. Überlegen. Okay. Ja. Na gut.
Danke dir. Achso. Wir sind Touristen hier. Ach, noch schöner. Sehr gut. Ich muss noch ein bisschen. Ja, das ist abgefahren, oder? Dass du mitten in Berlin bist und bist hier auf einmal wirklich im Dorf. Also das ist echt... So, ihr Lieben. Schön. Dann guten Appetit, ja? Ich nehme mal eine Curry ohne und Pommes mit Mayo. Alles klar. Ich soll die Karte einführen, aber ich kann es nicht Ja, genau, einführen. kannst du ein bisschen nach oben schieben und dann muss es gehen. Ja, manchmal zickt er so ein bisschen. Geht? Ja. Super. So, Jojo. Jojo? Voilà. Lass dir schmecken. Gerne. Hast du noch ein Brötchen zu dir? Ah ja, stimmt, hast du gesagt. Sorry. Ich ganz drauf, ja? Dankeschön. Gerne. So, schon mal die kleine Pommes für dich. Hast du Mayo? Guck mal daneben, kannst du ja einfach neben das Mal. Wer gucken kann, ne? Bin sofort da, ja? Ja, ja. Die Wirtschaft mehr? So, Uwe, dein Bratwurst, aufpassen, da ist ein Lorbeerblatt mit dabei, weil das selbst gemacht ist alles. Ja, okay. And the name and then I call you. No. Lisa, kannst du noch Pommes holen? Hast du schon mal die Wahnsinnigkeit? Lass dich schmecken, Danke dir. Nimm mal hier so einen Pika damit kriegen. Ja. So, Ben. Ja. Tim? Wir sehen ja, wenn er vorläuft, oder? Dann können wir ja schon. Das hält nicht das dann weiter. Schmeckt gut? Das ist geil, oder?
Sehr gut. Seid ihr Stammgäste inzwischen hier? Frag mal lieber Peter, was wir sind. Definitiv Stammgäste. Tatsächlich war Ben der Erste, der mir gesagt hat, dass ich hier Currywurst und Pommes verkaufen soll. Damals meinte ich noch so, und seitdem wieder die Platin-Currywurstkarte. Die aber nicht kriegt, weil es zu viel Currywurst ist. Gestern habe ich ihm geholfen mit dem Laden. Und wir wohnen hier am Platz. Ah, okay. Bens Familie lebt hier schon seit, keine Ahnung, Jahrhunderten, glaube ich, ne? Genau, die haben da vorne das Bestattungsunternehmen und Ben ist jetzt nicht, auch am Anfang hat er seine ganze Truppe hergeschickt, hat hier mitgeholfen, sauber zu machen, weil das Ganze alles vom Graffiti war. Also gestern hat er mich unterstützt, weil sie mich hier so überrannt haben. Also das ist eine der größten Hilfen, die ich hier habe. Wir nicht mit angucken gestern, ey. Die Schlange war zu heftig gestern. Ach so, dann springst du einfach mit Dann an. bin ich mal kurz mit reingesprungen. Ja. Hab zugearbeitet. Musste mir meine Currywurst verdienen. Was ist denn euer Lieblingsessen hier? Also ich esse am liebsten die Currywurst. Ganz normal. Ich bin auch Currywurst-Pommes. Ja, manchmal mit der Trüffel, Mayo, aber sonst klassisch Currywurst-Pommes. Obwohl die Chili-Cheese-Soße zu den Pommes auch sehr gut ist. Die schmecken auch. Und Devi, was isst du am liebsten? Pommes. Mit Mayo. Wenn du mich damit meinst. Ja, klar, guck doch mal ins Spiel. Wen soll ich sonst Dankeschön, mein Lieber. Heute auch wieder geil was los hier. Ja, ey, was gestern war krass, ey. Wahnsinn. Gestern war hier der Flohmarkt und es ging so ab. Vielen lieben Dank, habt einen bezaubernden Tag. Darf ich dich kurz was fragen? Ja. Bist du Stammkunde hier? Eigentlich ja, würde ich sagen. Ja? Ja. Und immer die Pfälzer Bratwurst? Nee, ich bestelle mich durchs Menü, immer nach Lust und Laune. Immer mal wieder was Neues. Ja. Voll. Und manchmal gibt es ja auch was Neues, dann probiere ich das mal sofort aus. Okay. Ja. Und schmeckt die? Na, hervorragend. Sonst würde ich es nicht machen. Ja, super, danke. Ciao. Was motiviert dich? Ich glaube, du hast heute so ein bisschen mitbekommen, ne? Dass diese ganzen Menschen, die hier vorbeikommen, also wie viele man auch einfach kennt und einfach diese Zufriedenheit von den Menschen, dass die einfach das Produkt feiern, den Preis feiern, das Handwerk, was dahinter steckt, sehen und einfach das Feedback, was man dadurch bekommt. Und das ist das, was mir, glaube ich, auch echt, ich hatte am Anfang, habe ich hier stellenweise, ich glaube, meine längste Folge waren 24 Tage nacheinander. Und ich muss mich morgens mal hierher schleppen und dachte, ich kann nicht mehr. Und dann ist man da und die Menschen sind einfach happy und bedanken sich fürs tolle Essen. Und das gibt dir so einen Elan. Also das ist einfach, wenn du einfach merkst, du machst was die Menschen glücklich macht, das ist das, was mir Freude macht. Das ist, warum es auch nur halb so anstrengend ist. Und es ist anstrengend, aber es geht. So, dann haben wir jetzt alles. Und dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken.